überfallen. Gut, Kater, kannst da bleiben. Es wird ernst. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 114. Vortrag zur Apokalypse und dazu kommt der 10. Wochenspruch. Also wir fliegen jetzt dem Wetter entsprechend wirklich ganz weit hinaus. Es geht so: Zu sommerlichen Höhen erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich. Es nimmt mein menschlich Fühlen in seine Raumesweiten mit. Erahnend regt im Innern sich Empfindung, dumpf mir kündend, erkennen wirst du einst, dich fühlte jetzt ein Gotteswesen. Also das Neue ist jetzt, wenn wir mit unserem Fühlen immer mehr hinausgehen, also in die sinnliche Welt durchaus hinausgehen und sie begleiten sehr stark mit unserem Fühlen, das Denken vielleicht ein bisschen dumpfer schon geworden ist oder ein bisschen gar dumpfer geworden ist, wie auch immer. Aber wir gehen mit dem Fühlen hinaus und wir haben schon oft jetzt davon gesprochen, wenn man sehr aufmerksam ist, kann man vielleicht da und da ein bisschen fühlen, dass da auch was Seelisch-Geistiges draußen ist. Klar, in anderen Menschen sowieso, in den Tieren sowieso irgendwo, aber auch im Pflanzenwesen und selbst hinter den Mineralien irgendwo oder rundherum webt irgendwas Seelisches. Aber noch etwas anderes, noch eine Steigerung ist jetzt so im Nachklang dieser Erlebnisse irgendwann einmal später, nach längerer Zeit, also nicht gleich, aber nicht nur zu spüren, da ist seelisch-geistiges draußen, sondern zu spüren, du wirst wahrgenommen von geistigen Wesen. Hier ist also ein geistiges Wesen angesprochen, es können aber auch mehrere sein, die dich wahrnehmen. Das ist überhaupt einmal so ein Grundcharakteristikum der Seelenwelt, das sehr wesentlich dazu gehört, diese Empfindung für das Wahrgenommenwerden von anderen Wesen. Es ist viel weniger so, ach, ich schaue jetzt und welche geistigen Wesen sind denn da um mich, sondern das eigentliche Gefühl ist, ich werde wahrgenommen von den anderen geistigen Wesen. Und ihre Wahrnehmungstätigkeit ist die ich eigentlich spüre. Und das heißt, wir sind in der geistigen Welt, in der Seelenwelt auch niemals allein. Und es kommt noch dazu, dass wir ja nicht getrennt in Wahrheit von den anderen Wesen sind, sondern dass die Wesen einander durchdringen. Das macht es auch im Übrigen so schwer zu sagen, na, ist das jetzt die Wesenheit oder ist das jene Wesenheit? Oft spricht die eine Wesenheit durch die andere, hüllt sich in die andere. Also da gibt es sehr, sehr viele Konstellationen. So bequem halt wie in der Sinneswelt, dass man alles nebeneinander stellen kann, das funktioniert halt in der geistigen Welt nicht so einfach. Wir können eigentlich nur durch unser Bewusstsein einzelne Seelenwesen, einzelne Geistwesen voneinander unterscheiden, uns auf sie konzentrieren und dann uns besonders mit ihnen beschäftigen und dann eben sehr stark auch spüren, wir werden wahrgenommen. Das wird dann in der nächsten Woche und gegen Johanni zu noch stärker, dann wird uns ein sehr hohes geistiges Wesen, eben der Erzengel Uriel, da sollte man dann oder könnte man dann ganz deutlich spüren, wie er uns wahrnimmt und vor allem auch, naja, mit sehr großem Ernst wahrnimmt, all die Fehler, all die Irrtümer, die wir in unsere Erdenwelt hineingebaut haben. Er macht es aber nicht als der große Oberlehrer, der jetzt da steht, sondern es ist eigentlich die Hilfe für uns selbst, ja, aus unseren Irrtümern zu lernen, sagen wir mal so. Also es geht darum, dass uns diese Irrtümer bewusst werden und daher müssen wir ihm sehr dankbar sein dafür, dass er uns wahrnimmt, sehr intensiv wahrnimmt und vor allem auch wahrnimmt eben, welche Spuren unsere Irrtümer in der Erdenwelt hinterlassen. Also wie eigentlich dieses geordnete System, das ursprünglich da war, das der Erdenbildung einmal zunächst zugrunde liegt,
wie dadurch, dass wir uns dann beteiligt haben, immer mehr an der Entwicklung, zuerst noch ganz, ganz unbewusst, aber daher auch ganz unbewusst oft geleitet von den Widersachermächten oder mitgeleitet von den Widersachermächten, dass wir halt da sehr viel Unordnung in die ganze Naturwelt, in die ganze Erdenwelt hineingebracht haben. Und darauf macht uns halt der Uriel dann zur Johannizeit ganz besonders stark aufmerksam. Und wir werden gerichtet, heißt es. Aber gerichtet nicht nur so zu meinen, wie halt, wenn wir jetzt vor Gericht stehen, sondern auch, es ist eben der Impuls dazu da, es eben wieder richtig zu machen, also wieder in die richtige Richtung zu kommen. Das ist das Eigentliche, was dahinter steht. Also, und vorbereitend wird eben da jetzt schon von diesem Gotteswesen gesprochen, das uns fühlt und das uns dann eigentlich eben gerade beim Uriel ja noch mit ziemlicher klarer Erkenntnis nicht nur fühlt, sondern durchdringt. Also Uriel sieht dann sehr deutlich, was bei uns in der Menschenwelt als solches los ist. Also das jetzt zum 10. Wochenspruch. Ich lese ihn noch einmal. Zu sommerlichen Höhen erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich. Es nimmt mein menschlich Fühlen in seine Raumesweiten mit. Erahnend regt im Innern sich Empfindung. Dumpf mir kündend, erkennen wirst du einst, dich fühlte jetzt ein Gotteswesen. Man muss dabei immer bedenken, naja, dass wir im Moment halt hauptsächlich unser Ego-Bewusstsein haben, also das kleine Bewusstsein, das wir so in unserem Inneren tragen, unser alltägliches, oft auch sonntägliches Innenleben, das wir in uns tragen, und dass unser eigentliches Ich ja viel, viel größer, viel, viel weiter ist, eben die ganze Welt umspannt. Und wir stehen jetzt in einer Zeit, in einer Epoche drinnen, und zwar wirklich ganz konkret jetzt in unseren Tagen, wo es heißt Aufbruch, dorthin dieses große Ich, dieses wirkliche Ich, naja, einmal deutlicher zu ahnen, zu erkennen, mit unserer Bewusstseinsseele ein bisschen darin aufzuwachen. Der Weg der Anthroposophie, der moderne geistige Weg, geht ganz dorthin, darin aufzuwachen. Und das gibt uns noch eine viel größere Möglichkeit, dann aber auch zurückzuschauen auf unser kleines Ich, auf unser Ego, wenn man so will, das aber die Voraussetzung war, dass wir überhaupt ein selbstständiges Wesen werden können, was es denn mit diesem Ego auf sich hat. Das ist ja nicht grundsätzlich was Negatives oder so. Ich habe auch oft schon gesagt, wir brauchen es auch unbedingt. Also wir brauchen auch unseren Egoismus, sonst könnten wir kein Eigenwesen sein auf Erden. Und dieser Egoismus lebt in gewisser Weise in der ganzen Natur auch drinnen und muss drinnen leben. Sonst gäbe es keine Eigenwesen, sondern dann gäbe es nur die Erde oder im größeren Sinn sogar unser ganzes Sonnensystem und sogar darüber hinaus ist ein großes, universelles Lebewesen, beseeltes Lebewesen, aber ohne Einzelwesen drinnen. Und gerade, dass hier auf Erden Einzelwesen sich entfalten können, der Mensch voran einmal, aber eben auch das ganze Tierreich, das wir aus uns herausgesetzt haben, aber auch das Pflanzenreich, das sich eben nicht als die Urpflanze überall präsentiert, sondern in Tausenden, Abertausenden verschiedensten Pflanzenarten sich offenbart und innerhalb jeder Pflanzenart in immer wieder sehr ähnlichen, auf den ersten Blick fast identischen Einzelpflanzen offenbart, die aber doch jede unterschiedlich ist von der anderen, jede einzigartig gebildet ist. Und dass diese einzigartigen Bildungen überhaupt möglich sind, dazu sind diese Ego-Kräfte notwendig. Und sie sind auch die uns verholfen haben, überhaupt erst zu unserem heutigen Bewusstsein zu kommen, langsam hinzukommen, also zu dem Bewusstsein der Innenwelt.
Es hatten die Menschen in früheren Zeiten. Also gehen wir gar nicht zu weit jetzt zurück, gehen wir in die atlantische Zeit zurück, gehen wir sogar noch zurück in die ersten Kulturepochen zurück. Da gab es noch gar nicht stark dieses Innenbewusstsein, wie wir es heute haben. Also dieses, wo wir heute sagen, ja, ich bin in mir, ich bin der und ich beschäftige mich sehr viel mit dem, wer bin ich denn eigentlich, was soll ich tun und nachgrüble über das alles oder auch alles Mögliche empfinde, ach, mir tut das weh und ach, warum muss mich das alles treffen und so weiter. Das ist eigentlich erst ein relativ modernes Bewusstsein. Also auch dieses Innenbewusstsein, dieses kleine Ego-Bewusstsein, so wie wir es heute kennen, ist nicht so lange in der Menschheit in Wahrheit drinnen und es ist ja für die meisten Menschen noch lange nicht vollendet. Also es ist erst auf dem Weg, sich aufzubauen und es sollte immer reicher werden. Und wir haben einige Anfechtungen dabei zu überwinden, damit es auch immer reicher werden kann. Und so dass letztlich eine Verbindung auch stattfinden kann, eine ganz starke Verbindung zwischen dem großen Ich-Bewusstsein und dem kleinen Ego-Bewusstsein. Also eigentlich wird einmal die Zeit kommen, wo wir so ganz locker, sage ich einmal, von einer Sphäre in die andere wechseln. Das heißt im Grunde eigentlich über die Schwelle hin und her gehen. Denn wenn wir zum großen Ich, zu unserem wirklichen Ich gehen, müssen wir über die Schwelle gehen. Dieses große Ich lebt in der geistigen Welt, das aber dem ganzen Kosmos zugrunde liegt, die dem ganzen Kosmos zugrunde liegt. Aber wir müssen eben auch dieses kleine Ich, dieses Ego ausbilden und gerade dazu zur Ausbildung dieser eigenen Innenwelt, dieser abgesonderten Innenwelt, dazu haben ganz besonders, und zwar förderlich im Wesentlichen, die Widersachermächte beigetragen. Das ist die große Leistung, die sie vollbracht haben. Und noch weiter vollbringen und noch weiter daran arbeiten, aber natürlich auch halt vermischt mit ihren Intentionen, uns auf einen Weg zu führen, der eben halt nicht durch unser Ich bestimmt ist, sondern durch sie bestimmt ist, durch ihre, wenn man so sagen will, Machtbestrebungen bestimmt sind. Und dass wir überhaupt als ein eigenes Innenleben empfinden, das verdanken wir also vor allem den luziferischen Kräften. Also das ist der Luzifer, der mal da ganz stark drinnen wirkt und ohne diesen Luzifer hätten wir kein reiches Seelenleben, das wir jetzt hinauftragen können in die höheren Welten. Es verwandelt sich dort, aber die Bewusstseinskraft, die Seelenkraft, die Seelensubstanz, die dadurch entstanden ist, dass Luzifer gearbeitet hat in uns, für uns zunächst einmal unbewusst, aus den unbewussten Tiefen heraus arbeitend, aber so, dass immer mehr Wellen halt dann auch in unser Bewusstsein hereinschlagen und unsere Seele bilden. Also wir können ohne weiteres sagen, dass wir dem Luzifer die Bildung unserer Seele, so wie wir sie heute im Alltag kennen, großteils zu verdanken haben. Und dass dann natürlich auch höhere Impulse hereinkommen, die wir aber in der Regel gar nicht mitbekommen. Also das sind dann eher wenige Menschen, auch in der Vergangenheit waren es wenige Menschen, die das so ganz klar mitbekommen haben. Und ganz wichtig ist es eben auch, dass wir diese Kräfte wirklich hinauftragen können, sozusagen, ja, ich möchte sagen, den höheren Welten in gewisser Weise als Opfer darbringen können, sodass erst das dann befruchtet werden kann durch die höheren geistigen Impulse. Es ist so schön, weil wir jetzt die Mysteriendramen spielen oder das zweite Drama konkreter gesagt spielen. Es ist sehr schön, da was herauskommt, welche Erkenntnis herauskommt dem Johannes Thomasius, der Protagonist, ich möchte mal sagen, der Protagonist der Mysteriendramen ist. Es sollte ja das Goetheanum, das ursprüngliche in München gebaut werden sollte ja sogar Johannesbau
heißen. Und da ging es nicht um Johannes den Evangelisten oder auch nicht um Johannes den Täufer, sondern um Johannes Thomasius, weil dieser Bau eben gedacht war als Aufführungsstätte für die Mysteriendramen, die, ja, wenn ich das jetzt aus meinem Erleben heraus sagen darf, also ein Kompendium der ganzen Anthroposophie ist, die da drin versteckt ist. Und ich komme immer mehr drauf seit den Jahren, also seit 2007 beschäftige ich mich intensiver damit, weil damals haben wir begonnen, also erst lesend mit den Dramen und dann langsam eben hineinzuwachsen, sie wirklich als Stück zur Aufführung zu bringen. Und meine Erfahrung war, lesen, ich zumindest kann diese Dramen nicht. Ich habe immer Bahnhof verstanden. Ich habe Steiner hinten und vorn schon gelesen gehabt vorher, aber bei den Dramen, ich habe es immer nach wenigen Seiten zur Seite gelegt und habe gesagt, bitte, um was geht es eigentlich? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Das Interessante war ja eben meine Schauspielkollegen, die dann eben auch eingestiegen sind in die einzelnen Rollen und die wirklich, das Drama hat sich selber besetzt. Das sind genau die Leute gekommen und haben genau, ohne dass ich das eigentlich so irgendwie mir ausgegraben habe, genau die Rolle bekommen, die passt. Die schicksalsmäßig zu ihnen passt, die fürs Stück total passt. Es war also ganz faszinierend zu bemerken, was die Dramen tun eigentlich. Die machen alles im Grunde. Du musst nur offen sein dafür, es zuzulassen, dass es passiert. Und dann kommt immer mehr auch zu Bewusstsein, ja, was steht denn da eigentlich drinnen? Irgendwann, nachdem du halt einmal den Text gelernt hast, so einen Bahnhof verstanden hast, aber gut, aufsagen kannst du ihm irgendwo. Und das merkt man am Anfang, es ist halt aufgesagt, der Text, und man merkt, du hast keine Ahnung, von was du sprichst, aber ist ja egal. Der Text wird irgendwie vermittelt. Aber mit der Zeit auf einmal da und dort steigt irgendwas auf, was auf einmal plötzlich sonnenklar ist. Du brauchst gar nicht mehr weiter nachdenken darüber, es steht dir vor dem Bewusstsein die Zusammenhänge und das ist klar. Und du merkst es auch im Zuhören, wenn du den anderen zuhörst, okay, da ist das jetzt klar geworden, ihm selbst oder ihr selbst, aber auch dir als Zuhörer. Also das ist ganz faszinierend. Das heißt, diese Dramen tun etwas mit dir, wenn du etwas mit ihnen tust. Und wirklich tust. Also das heißt, vom Willen her heranzugehen und zu warten, dann kommt langsam irgendwas, spürst halt, es tut sich was, und dann kommt der Moment, wo du verstehst es, du sprichst es aus und im Moment innerlich reißt es dich. Hoppla, ich hab's jetzt verstanden. Wo kommt denn das her? Und es ist aber ganz klar und du kannst es mit klarem Verstand beurteilen, auch dann in dem Moment. Also nicht, dass wir damit schon fertig sind, aber halt dann da und dort, an diesen und jenen Stellen kommt es immer mehr. Das ist das Interessante. Und da ist jetzt beim Johannes Thomasius die Szene, er begegnet ja hier im zweiten Drama erstmals seinem Doppelgänger, so ganz klar, es gibt im ersten Drama schon eine Andeutung irgendwo dazu, wo er so irgendein bedrohliches Wesen erlebt. Und was hat das mit ihm zu tun? Also, das ihm so drachenartig erscheint. Aber im zweiten Drama hat er dann wirklich eine bummfeste Begegnung mit dem Doppelgänger, die halt ziemlich niederschmetternd ist. Und sie führt dann doch dazu, dass er eine Stufe weiterkommt und merkt, dass alles das, was er an geistigem Streben bis jetzt an den Tag gelegt hat, dass das im Grunde noch, naja, sagen wir mal, ziemlich wertlos war. Dass er eigentlich nur ganz oberflächliche Seelenkräfte der geistigen Welt entgegengetragen hat und dass dann oben ja, sein Seelisches im Grunde ganz, ganz dünn ist und entsprechend wenig dann auch wirklich aufnehmen kann von der Geisteswelt. Das heißt, es bleibt ein ganz abstraktes Gespinst in Wahrheit, das zwar mit viel Enthusiasmus aufgegriffen wird, aber keine wirkliche Substanz hat. Denn wirkliche Substanz hat es, wenn dieses, was an Seelenkräften da ist,
hinaufkommt und ja im Grunde im Zuge dieses Hinauftragens zum Geist selbst verwandelt wird. Es wird von der Ich-Kraft ergriffen, durchleuchtet, umgewandelt. Ja, dieses, von dem ich schon ja so oft jetzt gesprochen habe, es wird Altes ins Nichts geschleudert und Neues geschaffen, aus der schöpferischen Ich-Kraft heraus. Das passiert also, wenn man wirklich über die Schwelle geht, wenn man diese Begegnung mit dem Hüter der Schwelle, mit dem kleinen Hüter der Schwelle oder mit dem Doppelgänger wirklich besteht, aushält und bewusst dann sagt, ja, ich gehe da drüber, obwohl es eigentlich meinen Tod bedeutet. Denn der Moment ist ein Erlebnis, das in vieler Hinsicht gleichartig oder sehr ähnlich ist dem, was dann im Großen bei dem Tod passiert, am Ende des Erdenlebens. Aber wenn man über die Schwelle geht, passiert es im Kleinen, aber es ist tief erschütternd. Also es ist dieses Gehen über die Schwelle ist wirklich, wenn man die Entscheidung trifft, dann hat man das klare Bewusstsein, du stirbst. Ganz klar. Und du hast aber die Entscheidung. Also zumindest wenn du mit wachem Bewusstsein, halbwegs wachem Bewusstsein an die Schwelle herankommst, dann ist das ganz klar. Es ist deine Entscheidung, bist du bereit zu sterben oder nicht. Und zu sterben heißt nämlich ja nichts anderes, als das zunächst einmal das Seelische, aber eben auch sogar einen wesentlichen Teil der Lebenskräfte hinaufzutragen in die geistige Welt. Der einzige, aber schon gravierende Unterschied ist eben, wenn man im Zuge eines, ja, sage ich mal, ersten Einweihungsvorgangs, es ist ja der erste kleine Schritt, nur es ist noch nicht das große Tun. Es ist der erste kleine Schritt. Aber dann geht etwas von unserem geistig-seelischen, also das Geistige sowieso, aber auch ein großer Teil des Seelischen und des Astralleibes in die geistige Welt ein, aber jetzt mit einem ganz stark durchleuchteten Bewusstsein. Und es geht auch ein Teil der Ätherkräfte mit. Und es ist aber der Unterschied zum Lebensende hier, wo man dann wirklich in den Tod geht, im Grunde nur der, dass die feine Verbindung des Astralleibes und natürlich auch des Ätherleibes mit dem physischen Leib erhalten bleibt. Also wenn die erweist, und das ist interessant, also da ist sehr entscheidend die Verbindung des Seelischen mit dem physischen Leib. Das ist das, was man auch im Alten Testament schon genannt hat, die Perlenschnur oder also diese seelische Nabelschnur, könnte man sagen, also die tatsächlich da so in der Gegend, Nabelgegend, aber eher ein bisschen Milzgegend drüben, hineinmündet in den physischen Leib. Wenn diese Perlenschnur reißt, dann ist eine Rückkehr nicht mehr möglich. Und der Punkt ist halt der, dass im Zuge dieses über die Schwelle Gehens, naja, doch ziemlich strapaziert wird. Also, und da muss eben auch die Seelenkraft genügend ausgebildet sein, dass diese Schnur hält. Der Punkt ist also daher, und das ist ja dann tatsächlich passiert in vorchristlicher Zeit noch bei der ägyptischen Einweihung, die ja auch bei anderen Völkern in ähnlicher Art da war, wo der Mensch eben in einen todesähnlichen Zustand versetzt wurde, dass eben diese Perlenschnur nicht gehalten hat, dass sie gerissen ist. Während des Einweihungsvorgangs, der eben dann über 3,5 Tage auch durchgezogen wurde. Ich meine, wenn man heute durch Meditation sich versenkt und über die Schwelle geht, dann im Zuge dieser Meditation oder als Folge dieser Meditation, dann dauert es halt in der Regel nicht 3,5 Tage und man geht also auch nicht durch einen todesähnlichen Schlaf durch, sondern man ist eigentlich innerhalb sehr kurzer Zeit, also sofort eigentlich drüben. Und der Zeitablauf auf der anderen Seite ist sowieso ganz anders, als wir ihn hier erleben. Also natürlich im Erleben, wie man
wenn man drüben ist, erscheint einem das wie eine Unendlichkeit geradezu, aber im Äußeren vergeht ganz kurze Zeit nur. Also das können oft sogar nur Sekunden sein, ganz wenige. Und man kann trotzdem drüben sein und gewaltig viel erlebt haben. Aber damit das alles gut geht, ich meine, man muss auch dazu sagen, gleich, dass nicht jetzt die Panik entsteht, wenn die Entwicklung nicht so weit ist, dass diese Perlenschnur wirklich hält, dann kommt man in der Regel zumindest auf einem gesunden Einweihungsweg heute nicht in die Problematik, dass sie reißen könnte. Also da muss man sehen, dass seit der ägyptischen Zeit das Seelenleben sich gewaltig weiterentwickelt hat. Man muss ja denken, ägyptische Zeit war die, wo überhaupt erst die Empfindungsseele des Menschen, ich will nicht sagen, entstanden ist, aber zu einer gewissen Reife einmal gebracht wurde. Veranlagt war sie natürlich schon wesentlich früher, aber hat da einmal eine gewisse Stufe der Reife erlangt. Allerdings, sie musste dann in der nächsten Kulturepoche eine nächste Stufe erklimmen, also in der griechisch-lateinischen Zeit. Dazu kam aber dann die Verstandes- oder Gemütsseele als nächstes, und jetzt in unserer Zeit kommt dazu die Bewusstseinsseele. Und wenn wir die Bewusstseinsseele so weit einmal gegenüber der Außenwelt, der sinnlichen Außenwelt entwickelt haben, dass wir da einigermaßen sicher drinnen stehen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir eben auch den Schritt über die Schwelle wagen dürfen, wagen können. Das geht eigentlich Hand in Hand, also wir dürfen, wenn wir können. Vorher schaffen wir es einfach nicht. Zumindest nicht also auf einem solchen Weg, wie er etwa durch die Anthroposophie gegeben ist. Das durch, wie soll ich sagen, unrechte Wege, unrecht im Sinne, dass sie den Menschen schaden könnten, seelisch schaden könnten, aber sogar im Extremfall bis zum Tod führen könnten. Also vor allem, wenn man versucht, irgendwie Drogen initiiert oder sowas über die Schwelle zu kommen, also dann kann das natürlich auch heute vollkommen schief gehen. Also daher, und selbst auch also bei anderen alten Wegen, die jetzt aber nicht Drogen verwenden, aber alte Methoden, unbewusstere Methoden verwenden, wo man nicht also bei jedem Schritt die volle bewusste Klarheit hat, dann können doch zumindest seelische Schäden sehr leicht oder sehr viel leichter entstehen, als eben bei einem Weg wie bei der Anthroposophie gegeben oder ähnlichen Wegen, die halt mit voller bewusster Gedankenklarheit hinübergehen. Dort kann das einfach nicht passieren. Bei allen anderen Sachen kann es immer irgendwelche Schädigungen geben. Dessen muss man sich bewusst sein einfach. Und ein gedankenklarer Weg verhindert, dass man einen Schritt weitergeht. Man will dann nicht und man kann eigentlich auch nicht, weil man nicht will. Und Wille und Können sind da eins in gewisser Weise. Wirklicher Wille heißt, der ist in Wahrheit erst da, wo ich die Fähigkeit auch entwickelt habe. Dort ist der Wille erst da. Also der bloße, in der Empfindungsseele vielleicht oder in der Verstandesseele gefasste Impuls oder Wunsch, ich will gerne das und das machen, das ist ja noch kein Wollen. Das ist noch kein Wollen. Und es geht also darum, wirklich sich die Fähigkeit anzueignen, Schritt für Schritt, und es ist wichtig eigentlich in unserer Zeit nur die Schritte zu machen, die einem halt möglich sind, die zu gehen, dann kommt man in jedem Fall weiter. Ob man dann schon zu dem Schwellenerlebnis jetzt in dieser Inkarnation oder in einer nächsten kommt, ist im Grunde völlig gleichgültig. Das ist ganz egal.
Also, und das kann seinen guten Sinn haben, dass man hier noch ganz andere Sachen sammelt, um sie dann in der nächsten Inkarnation mitbringen zu können und umso stärker dort drinnen zu stehen. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt gesagt ist, aha, einer ist jetzt schon so weit, der ist über die Schwelle gegangen und der kann irgendwas erzählen davon, boah, der ist so viel weiter und ich hink noch hinten nach. Muss im Großen gesehen gar nicht der Fall sein. Ein wichtiges, eben gerade aus anthroposophischer, geisteswissenschaftlicher Perspektive ist, dass wir immer einbeziehen müssen, wirklich einbeziehen müssen, dass wir ja durch viele Inkarnationen durchgehen. Und dass der geistige Wert unserer Entwicklung sich misst über diese ganze Entwicklungsspanne. Und es kann oft ein Vorauseilen sich in der nächsten Inkarnation als kontraproduktiv erweisen. Und ich muss dann erst recht wieder einen Schritt zurück machen, um das nachzuholen, was ich übersprungen habe. Also das nützt gar nichts im Grunde. Und beim Johannes Thomasius, von dem ich ja erzählen wollte, ist es eben so, dass er gewisse erste Einblicke hat, namentlich dadurch, dass er in sehr enger Verbindung steht mit seiner Freundin, wenn man es so nennen will, mit der Maria, die ihn begleitet, wo schon bekannt ist, dass die in einer früheren Inkarnation einander begegnet sind, wo eben die Maria als Geisteslehrer, als christlicher Geisteslehrer zu dem Volk gekommen ist, wo der Johannes Thomasius als Frau inkarniert war und wo eben dieser Johannes Thomasius in seiner damaligen Inkarnation eben aber ganz hingegeben war an das, was er lernen konnte von diesem Geisteslehrer der früheren Inkarnation der Maria, was da an christlichen Kräften bereits hereinkommt. Also es war eine Inkarnation, die eben schon in nachchristlicher Zeit erfolgt ist. Und von daher rührt bereits diese enge Verbindung und sie sind einander sehr, sehr eng verbunden. Aber wie sich dann jetzt zeigt im zweiten Drama, ja eigentlich schon im ersten wird es deutlich, weil man merkt, also schon im ersten Drama, irgendwo hat aber der Johannes Thomasius Probleme mit seinem Seelenwesen. Er fühlt sogar, also er ist Maler, er ist Künstler und er schöpft seine Kunst in Wahrheit daraus, dass Maria ihm die Impulse dazu gibt. Sie hat die große Geistesschau, er kann auch etwas erleben dabei, aber die Impulse dazu kommen eigentlich immer von der Maria. Die eigenen Impulse, aus denen er heraus etwas erleben kann, die sind eigentlich viel schwächer und er fühlt dann nicht das Feuer darin, wirklich ins künstlerische Schaffen zu gehen. Also das heißt, seine Erlebnisse sind im Grunde zu abstrakt, zu dünn, um wirklich ins Gestalterische gehen zu können. Weil tatsächlich, um ein Kunstwerk zu gestalten, braucht man viel mehr als die ganze Intelligenz, unsere Verstandesintelligenz der ganzen Welt ausmacht, in Wahrheit. Großes Wort schon wieder. Entschuldigt, ich muss kurz schauen, ich habe ein SMS nachgekriegt. Ja, ich muss das Fenster schließen. Höre ich gerade, weil der Lärm da außen zu groß ist. Ich habe es befürchtet. Komm, Kater, komm. So, die übliche technische Unterbrechung. Ja, also Johannes Thomasius schöpft aus den wirklich sehr, sehr hochwertigen, sage ich einmal, geistigen Erfahrungen, die Maria macht und
dann, wenn er sozusagen aus ihren Seelentiefen die Offenbarung trinken darf, dann ist er fähig, seine Bilder zu malen. Das beflügelt ihn. Aber er merkt trotzdem schon im ersten Drama irgendwie, es funktioniert nicht so richtig. Er hat nicht so die richtige Schaffenslust und irgendwas funktioniert nicht. Und im zweiten Drama wird das Ganze halt noch stärker und auch die Maria, der wird irgendwo unwohl langsam und sie hört so innerlich irgendwie als geistige Eingebung immer wieder, du musst dich trennen von Johannes. Du musst dich trennen von ihm, weil es ihm nicht gut tut. Er ist dann unselbstständig. Er wird ganz unselbstständig. Und er muss eigentlich aus eigener geistiger Kraft sich heben. Und was er dort herunterholen kann, das ist das Entscheidende dann. Und das ist eben ganz wichtig. Uns nützt nichts die größte geistige Offenbarung, die uns ein anderer gibt. Ja, sie nützt uns schon was. Wir können einmal mit Verstandeskräften versuchen, das zu verstehen. Das bildet unsere Seele, das ist ganz wichtig. Aber wirklich anfangen damit, um praktisch tätig zu werden, kann man damit in Wahrheit nur wenig. Also um ein eigenes Werk daraus zu schaffen, egal sei es jetzt künstlerisch, aber künstlerisch im weitesten Sinn, Heilkunst zum Beispiel dazu zu nehmen oder sowas, um wirklich eigenständig jetzt ganz in einem konkreten Fall etwas zu tun, dazu reicht das alles nicht aus. Das ist der Punkt. Also indem ich jetzt auswendig lerne, angenommen, ganze Bibliothek von Steiner, durch die, ich glaube, 354 Bände, es sind sogar mehr, weil es manchmal ABC oder so auch noch gibt. Wenn ich das alles auswendig könnte, alles weiß, ganz genau, nützt mir das so gut wie gar nichts, um selbst einen Impuls damit in die Welt zu stellen. Wenn ich nicht dieses Wissen verdaue, dieses Verstandeswissen, mit klarem, wachen Verstand, das ist sehr gut, das bildet die Seele, aber dann muss ich es mir zum Geistesschwert schmieden. Und erst mit dem kann ich über die Schwelle gehen und dort wirklich selber etwas herausholen. Und mit dem Geistesschwert kann ich alle, es kann so klein sein, ja. Macht nichts. Und wenn es ein Taschenfeitel ist, ein kleiner, oder ein Nagelzwicker, ist wurscht. Macht nichts. Aber das zählt. Das ist der große Wert. Also auch wenn das ein Minischwerterl ist. Aber das zählt. Mit dem kann ich wirklich etwas tun. Und wie soll ich sagen, es gehört heute der Mut dazu, dann mit dem winzigen Schwertchen einmal den ersten Schritt hinüber zu wagen. Man stürzt sich ja eh nicht gleich und kommt ja eh nicht gleich in die schwierigsten Gebiete hinein, aber so ein bisschen herumstochern kann man dann schon dort. Und einmal ein bisschen aufscheuchen, die arimanischen und luziferischen Wesenheiten, die da herumgeistern, und die kann man schon ein bisschen einmal pieksen und das einem den Weg frei machen, das Richtige zu finden. Aber den Schritt muss man wagen, und gefährlich wird es, wenn man hinaufgeht, ohne sich dieses Schwert geschmiedet zu haben, weil einem ja dieses ganze Wissen, das man aufgenommen hat, das man getrunken hat, gerade aus der Seele eines anderen Menschen, das trägt dann vielleicht schon ein bisschen hinüber. Aber dann ist man eigentlich unrechtmäßig drüben. Man hat sich die eigene Kraft noch nicht erworben, und dann ist es dünn, was da oben ist. Und dann verfällt man halt sehr leicht in Einflüsterungen der Widersacher. Die andere Seite ist aber auch, wir brauchen die Widersacher, um hier unten unsere Seele kräftig auszubilden. Wir brauchen den Luzifer in voller Stärke im Grunde. Der bildet uns unser Ego, ganz wesentlich. Unser Ich kann dann dazu beitragen, noch höhere Impulse hineinzutragen. Aber dass wir überhaupt unser, ja, wie soll ich sagen, sinnliches Bewusstsein uns erworben haben, und dazu zählen auch die an der sinnlichen Welt gewonnenen Gedanken oder die auf die sinnliche Welt bezüglichen Gedanken, ist ganz wichtig, weil das sind wichtige Gedanken, aber sie sind auf die sinnliche Welt bezogen. Ich meine, zum Beispiel naturwissenschaftliche Gedanken, jetzt weiß ich nicht, Quantentheorie oder Relativitätstheorie, da oben die Engel verstehen davon gar nichts. Null. Das ist für sie
völlig blankes Gebiet, obwohl das eine sehr hohe Intelligenz ist, die da drinnen steckt, keine Frage. Aber es ist nicht die Intelligenz von oben, es ist die Intelligenz namentlich von den arimanischen Wesen unten. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist, deswegen heißt sie gar nicht. Ich meine, zum Problem wird es, wenn wir dort stehen bleiben und sagen, Ende der Fahnenstange, da ist aus, mehr gibt es nicht, damit erklären wir alles. Also, und darum wird auch mit Sicherheit die große Jagd nach der Weltformel, die Physiker sind ja alle, oder die meisten auf der Jagd nach der großen Weltformel, wo sich alles vereinigen lässt, weil es ist ja so blöd jetzt, dass die Quantentheorie und die Relativitätstheorie, die sind wunderbar, funktionieren auf ihrem Gebiet, nur leider passen sie überhaupt nicht zusammen. Also dort, wo ich mit der Relativitätstheorie in den Quantenbereich will, dann da kommt das Ganze ins Schleudern, wenn ich die zwei zusammenbringe. Und es wird seit Jahrzehnten geträumt, also von der großen, vereinheitlichten Theorie, wo dann alles drinnen ist in einer knappen Formel, im Grunde die Grundlage der ganzen Welt. Das wird nicht funktionieren. Es wird überhaupt nicht funktionieren. Da kommen auch die Widersacher an ihre Grenzen in Wahrheit. Also es ist die Intelligenz der Widersacher drinnen. Das gemischt luziferisch-arimanische, heute in den Wissenschaften überwiegend arimanische, was drinnen ist, aber durchaus notwendig, um unsere Welt kennenzulernen, um praktisch im Physischen umzugehen mit der Welt und gewisse Dinge hier zu machen, die eben nur hier zu machen sind, die man in der geistigen Welt so nicht machen kann. Also, aber eben wie gesagt, klar ist, die Engel darf man nicht fragen um diese Theorien, die haben keine Ahnung davon. Die zeigen uns ganz was anderes. Das kann inspirierend dann sein für die Ausbildung der Theorie, sehr wohl. Also zum Beispiel bei Einstein war das ganz stark. Also er hatte bildhafte und auch inspirative Impulse auch dazu und er hatte aber auch den arimanischen Intellekt, der aber im Grunde gar nicht so stark ausgebildet war. Das ist ganz interessant. Und was heute die Relativitätstheorie geworden ist sie geworden durch alle seine Nachfolger auch. Ich meine, er hat das geniale Grundkonzept gebracht, aber mit der hohen Intellektualität, die heute drinnen steckt und mit den vielen Anwendungsgebieten, die es gibt dafür, das ist erst im Laufe der Jahrzehnte entstanden, die nach Einstein liegen. Er hat also den Impuls hereingeholt, er hat sie mit dem nötigen Quantum an arimanischen Kräften versehen, wobei eine ganze Menge Luziferisches auch bei ihm drinnen war. Also der hat sogar ein relativ interessantes Wechselspiel von beiden Kräften drinnen gehabt. Die später, wenn die das ausgearbeitet haben, haben einen viel schärferen arimanischen Intellekt gehabt. Das ist auch interessant, solche Dinge zu betrachten. Ja, also wir müssen das ausbilden und der Johannes Thomasius jedenfalls hat einiges versäumt hier auszubilden und er trinkt halt so gern aus dem, was die Maria gibt, aus ihren Offenbarungen. Er saugt das auf, verdaut es aber in Wahrheit nicht richtig und glaubt jetzt damit besondere Seelenschätze hinaufzutragen in die geistige Welt, besonders tiefes Seelisches hineinzulegen in seine Bilder. Ja, hier und da gelingt ihm schon einiges, vor allem dort, wo eine karmische Beziehung zum Beispiel zu den Menschen da ist, die er darstellt. Da ist das ganz deutlich. Also im ersten Drama malt er ein Bild von Professor Capesius, im zweiten Drama stellt sich heraus, dass das im Mittelalter sein Vater war. Sein Vater, der ihn aber verlassen hat, als er noch Kind war, den er später wieder getroffen hat und wodurch die mittlerweile in dieser mittelalterlichen Inkarnation, die ganz christlich war, ein starker Zwiespalt mit seinem Vater aufgetreten ist, sodass also eigentlich eine große Kluft da drinnen ist, eine große Tragik drinnen ist. Sie können einander dann nicht mehr wirklich begegnen, äußerlich ja, aber innerlich eben nicht. Innerlich trennen sie Welten. Und am Ende des zweiten Dramas, gegen Ende zu, wird aber dem Johannes klar, was er versäumt hat, dass er nur eigentlich sehr abstraktes Seelisches hinaufgetragen hat
und dass er erst hier unten seine Seele wirklich allseitig ausbilden muss. Und er merkt aber auch ganz deutlich, aus seinem Ich heraus schafft er das noch gar nicht. Und daher dann sein volles Bekenntnis dazu: Luzifer, mach du, bilde meine Seele, bilde meine Seele. Ganz deutlich sagt er das. Und natürlich ist das jetzt auch nicht der richtige Weg, zurückzugehen, einfach in alte Zeiten, weil was möchte er jetzt? Er möchte es also gerne relativ bequem haben. Also gut, ich habe eingesehen, jetzt mit meinen bewussten Geisteskräften komme ich eigentlich nicht sehr weit. Wenn ich mit denen hinaufgehe in die geistige Welt, lebe ich eigentlich nur im ganz Abstrakten. Er sagt es ja vorher, wenn ich in Worten könnte Menschen künden, was ich in Höhenwelten kann erleben, naja, dann dürfte ich mich mit eigener Seele heben in diese Welten. Aber wenn ich Künstler bin, dann muss ich, liebe Maria, aus deinen Seelentiefen trinken. Dann, weil um Kunst zu machen, reicht es nicht. Um gescheit zu reden über die geistigen Welten, reicht es allemal. Reicht es allemal. Und es ist sehr interessant, dann im dritten Drama geht es dorthin, dass der Johannes Thomasius erstens einmal ja, eine große Versöhnung irgendwie mit dem Capesius findet, also sie finden zueinander und er wird dessen Schüler. Professor Capesius ist Geschichtsprofessor und beide haben erlebt diese Rückschau in die mittelalterliche Inkarnation. Sie wissen also beide, wo sie herkommen. Sie wissen, dass sie also Vater und Sohn waren in der damaligen Inkarnation und sie sind jetzt nicht durch das Blut verbunden, aber sie verbinden sich geistig miteinander. Und wozu führt das? Es führt dazu, dass der Johannes Thomasius dann anfängt, naja, ich sage einmal, geisteswissenschaftliche Bücher oder zumindest ein geisteswissenschaftliches Buch zu schreiben, das so brillant ist, dass die Mitglieder des Rosenkreuzer-Ordens, den es dann da auch gibt im dritten Drama, das sind die Nachfahren der Ritter, der Tempelritter im zweiten Drama, dass die so begeistert sind davon, dass ja, durch dieses Werk können wir jetzt aus unserem internen Bereich hinaus an die Öffentlichkeit treten. Und es ist alles bereit dazu, also es sind schon Veranstaltungen geplant, also jetzt Menschen von außen in den Rosenkreuzer Tempel einzuladen und dort jetzt endlich wird Geisteswissenschaft für alle sozusagen gebracht. Und dann warten sie alle schon, dass der Johannes kommt und er kommt nicht und er kommt nicht und er kommt nicht. Und als er dann endlich doch kommt, sagt er, ich muss mein Werk zurückziehen, es ist nichts wert. Ich weiß jetzt, dass es einer Inspiration Ahrimans entspricht. Also im zweiten Drama hat er sich ausgeliefert dem Luzifer und durch die Hintertür hat er den Ahriman hereinbekommen. Ganz interessant. Und der hat ihm die Intelligenz gebracht, jetzt auch geistige Dinge allgemein verständlich darzustellen. So dass wirklich alle begeistert waren, die ja, jetzt sehr unter Anführungszeichen großen Eingeweihten des Rosenkreuzer Tempels, die haben das nicht mitbekommen. Und der Johannes, jetzt weil er auf dem Weg dorthin eben diese Begegnung mit Ahriman hatte, sagt ganz deutlich, ja, ihr seid ja nicht wert, da die Führer dieser Ordensgemeinschaft, dieser Rosenkreuzer Gemeinschaft zu sein. Ihr hättet doch erkennen müssen, dass mein Werk gar nichts wert ist. Also ich spreche euch ab die Berechtigung, da führende Persönlichkeiten in diesem Orden zu sein. Na, und damit zerbröselt das Ganze im Grunde. Also es wird sehr schwierig und es zeigt sich dann später auch in selbigen Drama, als dann der Großmeister oder der Führer halt dieses Rosenkreuzer Ordens dann auch einmal endlich einen tieferen Einblick bekommt in die arimanische Welt, dann merkt er gar nicht, wer da wirklich dahinter steckt.
Weil von dort hat er sich auch immer Rat geholt in Wahrheit. Und seinem Kollegen sagt er, ja, da hinunter müssen wir gehen. Und dort gewinnen wir die Sicherheit, ja, im Reich Ahrimans. Aber ja, ein bisschen Gedankenklarheit und Sicherheit und Möglichkeit, das in die heutige Sprache und Denkweise zu übersetzen, ja, mag sein, aber der geistige Inhalt sollte möglichst nicht von dort stammen. Es ist nur ein Werkzeug, um es in unsere Welt zu tragen. Und da sieht man, wie viele Fallen drinnen sind. Wie viele Fallen drinnen sind. Und da sind wirklich die Abgründe. Ich meine, es wird nämlich dann gefährlich, wenn man sich also geriert als großer Eingeweihter oder als Führer sogar einer eingeweihten Gruppe und dann aber solche Fehler macht. Dann wird es sehr gefährlich. Und die Widersacher tun alles dazu, Luzifer und Ahriman vor allem gemeinsam zu schüren, zum Beispiel unsere intellektuelle Eitelkeit. Das heißt, wir wissen viel über die geistigen Dinge. Also sind wir ja großer Eingeweihter. Dann sind wir aber unter Umständen nur das große Werkzeug der Widersacherkräfte, ohne dass wir einen Zugang zu dem wirklich Geistigen haben, das uns vorwärts bringt. Und das sind Dinge, die man bedenken muss, weil da sind die Ansätze dazu drinnen, wo es dann eben ganz stark bergab gehen kann. Das sind die Wege, die wirklich nach unten führen. Ich meine, es ist jetzt am Anfang vielleicht noch nicht so stark, aber es ist dort, wo Eitelkeit hineinkommt und Überheblichkeit hineinkommt und dann schließlich auch eine gewisse Macht entsteht über all die Seelen der Menschen, die einem jetzt folgen, da fängt es an, gefährlich zu werden. Weil dann wird man zum Seelenfänger in Wahrheit. Und steht letztlich im Dienste der Widersacherkräfte und wir wissen mittlerweile, dass da dahinter irgendwo die soratischen Wesenheiten stehen, die im Grunde das alles ihrem Reich einverleiben wollen. Und dann sind wir auf dem Weg letztlich hin anzusteuern, diese 8. Sphäre und nicht die 8. Sphäre, die uns eigentlich zugedacht ist. Jetzt habe ich schon wieder was Komisches gesagt. Aha, gibt es jetzt 2 8. Sphären? Na, es gibt sogar noch mehr 8. Sphären. Und das ist auch wieder alles so schwer auseinanderzuhalten. Ich meine, was heißt 8. Sphäre? Was heißt das überhaupt? Warum heißt es so? Es heißt deshalb so, weil unsere kosmische Entwicklungskette 7 Stufen, 7 Sphären umfasst. Also 7 kosmische Daseinssphären, die wir durchmachen, und wenn wir am Ende sind, dann sind wir soweit, sozusagen die eigene 8. Sphäre zu begründen, in Wahrheit. Von mir aus kann man es dann auch wieder eine neue 1. Sphäre nennen. Aber es ist im Grunde dann etwas, was abseits von diesen 7 Stufen kommt und etwas Neues ist. Und in diesem Sinn eine 8. Sphäre ist, umso mehr, als wir dann genau dieselben Kräfte haben, von der Art her zumindest, oder von der Macht her, von der Schöpfungsmacht, die damit verbunden ist, wie sie jetzt die Elohim haben. Jetzt während der Erdentwicklung. Und eben diese Elohim stehen aus ihrer Perspektive gesehen in der 8. Sphäre drinnen. Das heißt, sie haben eine Entwicklung hinter sich, die solche 7 Stufen durchgemacht hat und die jetzt in gewisser Weise auf der 8. Stufe stehen. Das beschreibt der Rudolf Steiner sehr schön und sehr ausführlich in den Vortragszyklen Die Sendung Michaels. Da wird sehr deutlich darauf eingegangen. Und wie eben gerade diese Kräfte aus der 8. Sphäre der Elohim eben in unserem Unterbewussten walten und dort halt eben alles das tun, was wir selber noch nicht können, also namentlich bis in den physischen Leib hinein, weil die ganze Intelligenz des physischen Leibes, dass der funktioniert, da sind wir mit unserer geistigen Entwicklung noch weit davon entfernt, dass wir das mit Bewusstsein selbst gestalten könnten. Weit entfernt davon.
Ich meine, wenn wir das nur für einen Sekundenbruchteil erleben müssten, nur bewusst werden müssten für alles, was sich tut, weisheitsvoll tut in unserem physischen Leib allein. Und der physische Leib ist der, der die größte Weisheit in sich hat. Der hat die längste Entwicklung hinter sich, der ist das Kompendium der Weisheit schlechthin. Aber wenn uns das mit einem Schlag bewusst würde, für nur einen winzigen Moment, wir würden brüllen vor Schmerz und sterben daran, an diesem Bewusstsein. Es würde uns eigentlich also mit Gewalt hinaus katapultieren aus dem physischen Leib heraus. Und die Lebenskräfte und die Seelenkräfte, das würde mitgehen. Wie nichts würde das mitgehen. Also das würde uns zerreißen komplett. Also ihr seht, damit haben wir eigentlich schon 3 achte Sphären. Wir haben die 8. Sphäre der Elohim jetzt, die aber natürlich nicht identisch ist mit der 8. Sphäre der saratischen Wesenheiten. Obwohl es dort natürlich auch, weil die saratischen Wesenheiten sind ja in gewisser Weise auch auf Elohim-Stufe, das muss man dazu sagen. Sie sind jetzt während unserer Erdentwicklung auf der gleichen Stufe wie die Elohim. Teilweise ihnen sogar überlegen. Und bei alledem, was jetzt passiert in unserer Menschheitsentwicklung, muss man sehr aufpassen, einmal, aha, wirken da jetzt die Elohim, die regulären, oder sind es die saratischen Wesenheiten? Auch das ist oft an der Oberfläche so ganz knapp beisammen und oft sehr schwer zu unterscheiden. Also da können ganz, ganz positive Kräfte drinnen sein, die eben in den Dienst des Christus stellen. Die Elohim waren ja die, durch die der Christus gewirkt hat, um überhaupt diese Erdenschöpfung hervorzubringen. Und insbesondere dann Jahwe Elohim, nachdem sich die Erde abgesondert hat von der Sonne, halt übernommen hat, ganz besonders diese Position, dass durch ihn der Christus wirken konnte und langsam herabsteigen konnte auf die Erde. Also eine ganz, ganz positive Kraft, aber natürlich flankiert von Widersacherkräften auch, die auf dieser Stufe stehen. Und insbesondere eben auch von saratischen Wesenheiten, die auf dieser Stufe stehen. Die sind sehr, sehr regsam. Und sie waren sehr regsam, also um die Zeit des Erdenlebens des Christus, also während der 3 Jahre, insbesondere dann natürlich, als das Mysterium von Golgatha sich vollzieht, ist geradezu ein Aufbäumen dieser Kräfte da, weil sie spüren natürlich, was da jetzt an Kraft kommt und sie setzen so viel als möglich Gegenkräfte ein dazu, also da tut sich Gewaltiges. Und wo immer wir auch aus dem Christusbewusstsein, das uns durch das Mysterium von Golgatha ermöglicht wurde, arbeiten heraus, ja, bäumen sich halt namentlich auch diese saratischen Wesenheiten ganz, ganz stark auf. Daher müssen wir heute damit rechnen, wenn wir uns geistig entwickeln wollen, bewusst aus dem Ich heraus, nicht aus unterbewussten Kräften, dass dann der große Aufschrei der saratischen Kräfte ist und die scheuchen natürlich die Asuras, die arimanischen Wesenheiten, aber auch die luziferischen bis zu einem gewissen Grad auch auf und die schwärmen dann auf uns zu. Also das heißt, wenn man bemerkt, da ist eine große Attacke da von der Seite der Widersacher und man merkt es also dort, wo einem die Doppelgängerkräfte begegnen, das ist so das beste Spiegelbild einmal. Und da reicht es dazu schon, wenn man im Alltagsleben jeden Morgen oder Mittag oder sonst wann aufwacht, je nachdem, ob man Langschläfer ist oder nicht, aber jedenfalls, wo man merkt, ich bin so unvollkommen, ich bin eigentlich der mieseste Kerl von der Welt, es ist schrecklich, was ich alles verbockt habe und wo mir die Kräfte noch fehlen, damit fertig zu werden und ich weiß, morgen werde ich wieder genau denselben Blödsinn machen, weil ich kann es einfach nicht besser und wo man sagt, pfui Teufel, wer bist du eigentlich? Und etwas, was man nicht, wenn man nicht sogleich sucht, dieses Erlebnis des wirklichen Ich in Verbindung mit dem Christus, was einem schon sehr niedergeschlagen machen kann natürlich. Und was dann
zwei Reaktionen darauf geben kann, ach, mir ist alles wurscht, Hauptsache mir geht es irgendwie gut, also decke ich mich zu mit sinnlicher Lust oder sonstigem, oder ich flüchte mich halt in irgendeine intellektuelle Aufgabe, um das zu verdrängen, also wegzukommen halt von dem Schwellenerlebnis, oder ich schaue dem ins Auge und ertrage das und lerne mich sozusagen ganz bewusst von mir selbst zu distanzieren, nämlich von dieser Seite. Und zu sagen, du, mein Doppelgänger, du bist meine Aufgabe. Du bist mein Spickzettel, den picke ich mir jetzt überall drauf und schaue ihn jeden Tag und jede Minute an. Du sagst mir, was noch zu tun ist. Weil an ihm merke ich sofort, wenn mir was gelungen ist, merke ich auch, aha, jetzt hat er sich aber verändert. Da hat sich etwas geändert. Seht ihr, darum ist es so wichtig, dass heute, wenn wir geistig strebend sind, dass wir einfach mit Mut und mit einem total positiven Gefühl sagen, ich will meinen Doppelgänger durchaus immer wieder begegnen. Obwohl das so die erste Begegnung oder die ersten Begegnungen damit total niederschmetternd sind. Aber man lernt mit der Zeit, ja, wie soll ich sagen, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Und das Gespräch wird zivilisierter, er wird zwar immer schonungsloser in Wahrheit, aber wir lernen immer mehr unsere dunklen Seiten kennen. Und das ist ganz wichtig, um diesem Abgrund zu entkommen, um den es ja jetzt da in der Apokalypse geht. Und ihr seht, der Johannes Thomasius muss auch kräftig ringen damit. Und weil am Ende des zweiten Dramas sagt er mal letztlich, ach, ich gebe mich jetzt ganz dem Luzifer in Wahrheit hin, der soll meine Seele bilden, weil ich kann es ja nicht. Und dann kriegt er aber natürlich sofort die postwendend die Antwort darauf, nämlich in Form der arimanischen Kräfte, die nach ihm greifen. Weil jetzt bereitet dann der Luzifer dem Ariman die Spielwiese geradezu. Weil das Ich sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich bin so schwach. Bildet ihr mich? Ja, dann wird es halt schwierig, dann geht es halt schief. Und wir sind alle vor dem nicht gefeit. Weil nicht umsonst, noch einmal, der Johannes Thomasius ist der Protagonist der Mysteriendramen. Also er ist sozusagen das Musterbild eines Menschen unserer Zeit, der versucht, einen geistigen Weg zu gehen. Und das heißt, das, was ihn betrifft, bleibt niemand erspart. Im Grunde. Ich meine, es kann natürlich ganz andere Facetten noch haben, als sie da geschildert sind. Das ist ein Beispiel, aber im Grunde bleibt uns das nicht erspart. Und wir können halt natürlich aus unserer Freiheit heraus, ach, mich interessiert das alles nicht, ich lasse mich halt von Luzifer und Ariman führen, aber dann ist halt schon die Gefahr sehr groß, dass wir irgendwann ganz unten im Trichter landen und dort im falschen Loch verschwinden und dann plötzlich in der falschen achten Sphäre landen. Und nicht irgendwann nach einer langen, mühevollen, aber zugleich im höchsten Sinne beglückenden Entwicklung in unserer achten Sphäre landen, nämlich nachdem wir die 7 kosmischen Entwicklungsstufen vollendet haben. Der Weg nach unten ist der bequemere und darum verführerischere auch. Und dem sollte man heute ins Auge schauen. Und im Grunde steckt das aber alles in den Schilderungen der Apokalypse ganz, ganz deutlich auch drinnen. Man findet also alle diese Widersacherkräfte zum Beispiel drinnen. Im Grunde zieht sich ja jetzt schon seit dem 12. Kapitel, seit dem Ende des 11. Kapitels, und wir stehen jetzt immerhin schon beim Anfang des 17. Kapitels, das sind alles Dinge, die vollkommen zusammengehören. Im Grunde. Das ist ein riesiges Panorama, man darf sich das auch gar nicht so vorstellen als etwas, was im zeitlichen Nacheinander einfach passiert, sondern das passiert alles in gewisser Weise gleichzeitig. Es sind verschiedene Ebenen, die da jetzt langsam enthüllt werden.
Und es werden halt dann immer mehr die schlimmeren Ebenen enthüllt. Es fängt eigentlich an, noch mit den luziferischen Kräften, Widersacherkräften, die sind die mildesten, wenn man so will, und die uns eben in der Vergangenheit ja sehr, sehr geholfen haben, um unsere Seele zu bilden. Ganz klar, also die Einsicht von Johannes Thomasius ist ja ganz richtig. Hätte Luzifer nicht gewirkt, wir hätten unser heutiges Ego-Bewusstsein, also das heißt eigentlich unser reguläres Alltagsbewusstsein, wir hätten es nicht. Wir hätten es nicht. Es ist ja ganz interessant, dass die Naturforscher, namentlich die Evolutionsbiologen, aber auch die Neurowissenschaftler und so weiter, ja immer wieder rätseln heute oder ringen um das Problem des Bewusstseins. Und im Grunde, gerade die Neurowissenschaftler erklären das Gehirn ja so, als würde das alles selbsttätig funktionieren, und im Grunde, wenn das so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, ist die Frage offen, ja, wozu braucht es dann eigentlich das Bewusstsein? Was wäre der Unterschied zwischen, was in einer künstlichen Intelligenz, die man halt irgendwie nachbauen könnte, dem menschlichen Gehirn in irgendeiner Form? In Wahrheit sind ja die künstlichen neuronalen Netze, die man heute programmiert oder dann wirklich sogar in Technik umsetzt, sind ja dem Gehirn nachempfunden, und die können eine ganze Menge. Die können also in vielen Bereichen etwas, wo wir gar nicht so gut sind als Menschen. Also sehr schnell geht es, dass da die Intelligenz, die arimanische Intelligenz, die menschliche Intelligenz übersteigt. Und Ahriman ist uns haushoch überlegen drinnen. Und wir schaffen es als Menschen paradoxerweise jetzt also Dinge technisch hervorzubringen, die in gewisser Weise auf einem sehr engen Gebiet allerdings deutlich befähigter sind als wir Menschen. Also ist schon interessant, wir haben eine schöpferische Intelligenz und bringen etwas heraus, eine Art von Intelligenz, über die wir selber gar nicht in dem Maße verfügen, was wir gar nicht können. Das ist ganz interessant. Aber das ist dann die pure arimanische Intelligenz, völlig seelenlos. Also das, was an künstlicher Intelligenz heute in die Welt kommt und an Maschinen, die darauf beruhen, und das wird sicher noch mehr kommen, dann ist es das Musterbild dessen eines Wesens, das ein wirklich Seelisches nicht entwickelt hat. Das ist ja das große Problem des Arimanischen, dass er zwar eine sehr hohe Geistigkeit hat, aber dass er ein eigentlich Seelisches nicht hat. Das ist ganz interessant. Und der Ariman, die arimanischen Wesen wollen ja gerade immer wieder Seelisches sich rauben. Also wenn wo ein reich entfaltetes Seelisches des Menschen da ist, dann versuchen sie das in ihren Griff zu bekommen. Weil außerhalb des Menschen kommen sie überhaupt nicht daran heran. Also an die große Seelenwelt, an die Astralwelt, diese weisheitsvolle Welt. Ich meine, die Seelenwelt ist eigentlich, wenn ich jetzt absehe von der engen Sphäre, die um die Erde herum ist, die schon sehr, sehr belastet ist von den Zerstörungen, die wir durch den Einfluss der Widersacher hineingetragen haben. Also da ist schon ein bisschen Unweisheit hineingekommen. Aber im Großen gesehen, die kosmische Astralwelt ist die Weisheit schlechthin. Ist die Weisheit schlechthin. Das ist die gewordene Weisheit, die durch das schöpferische Geistige, durch alle schöpferischen geistigen Wesenheiten zusammen in diesem Kosmos ja eigentlich schon vorbereitet auf dem alten Mond entstanden ist und die da drinnen lebt, und die ist unermesslich, diese kosmische Weisheit. Und über einen großen Teil davon verfügt der Ahriman, jedenfalls bis zu dem Punkt, dass er halt, sagen wir, sozusagen rausgeflogen ist aus der regulären geistigen Welt. Aber was er bis dahin sich gewonnen hat, das konnte er mitnehmen, und das ist gewaltig viel. Und
durch die Inspirationen Arimanns können wir bis zu einem gewissen Grad, und was heute passiert, ist ein Funke davon, etwas von dieser Intelligenz in die Erdenwelt einbauen. In Form der Technik oder was auch alles da folgen wird. Also wir sind ja drauf und dran, künstliches Leben zu erzeugen, aber paradoxerweise mit arimannischen, eigentlich tötenden Kräften. Und es wird, was da herauskommt, letztlich ein Leben sein, das kein reguläres Bewusstsein entwickeln kann, zunächst einmal. Da werden wir wieder die luziferischen Kräfte dazu brauchen. Wir werden das auch schaffen. Wir werden auch das schaffen. Wir werden künstlich beseeltes Leben erschaffen können. Davon spricht Steiner ganz deutlich. Und das Gefährliche in unserer Zeit ist, dass wir zumindest auf dem Schritt zum künstlichen Leben, allerdings noch nicht zum beseelten, schon sehr knapp dran sind. Und das ist eigentlich zu früh. Das ist eigentlich zu früh, nur wir werden es nicht aufhalten können, mit Sicherheit nicht. Es wird kommen und das heißt geistiges Entwicklungstempo, um einfach die geistig-moralischen Kräfte entwickeln zu können, die notwendig sind, dass das zum Segen der Menschheit und zum Segen der Erdentwicklung, zum Segen der anderen Wesenheiten ist, die mit uns zu tun haben. Oder ob es zum Verderbnis wird. Weil natürlich diese Erfindungen jetzt, die aber hauptsächlich inspiriert sind von den arimannischen Wesenheiten und allem, was halt dahinter steckt, eben auch asurischen und soratischen Wesenheiten, wenn wir dem das Feld überlassen alleine, dann geht es bergab. Aber die sind tätig und sie werden tätig sein. Und sie werden große Teile dessen, was sie sich vorgenommen haben, verwirklichen, also in Form der Technik. Und es muss auch so passieren, es ist das der nötige Gegenpol dazu, zur geistigen Entwicklung der Menschheit. Und wir stehen halt jetzt wirklich drinnen, dass einzelne Menschen einmal zunächst sich das Gewissen machen, ich fange an, wirklich bewusst geistig zu streben. Das ist, und zwar, wie soll ich sagen, außerhalb dieses kleinen Kreises der großen Eingeweihten, die jetzt schon seit langer, langer Zeit durch die Welt durchgehen. Sondern es müssen mehr Menschen werden, die anfangen damit. Auch solche, die bis jetzt karmisch noch nichts zu tun hatten mit solchen Einweihungsstätten und mit solchen großen Eingeweihten, sondern die jetzt aus der Freiheit heraus sagen, aber irgendwas stimmt da nicht, so wie die Welt jetzt läuft, es braucht einen anderen Impuls. Und wie soll ich sagen, das ganze Einweihungswesen muss sich verändern. Es muss mit der Zeit, wenn wir also viele Menschen dorthin bringen wollen, wenn viele Menschen wirklich dorthin wollen, dass sie diesen christlichen Weg gehen, diesen Weg, der zu guten Achtensphäre sozusagen führt, wo wir letztlich dann weltschöpferisch werden, anfangen damit weltschöpferisch zu werden. Wenn wir dorthin wollen, dann brauchen wir so viele Menschen dazu als möglich. Diese 144.000 Auserwählten, von denen wir aber schon ganz deutlich gesagt haben, damit ist nicht eine Anzahl, sondern eine ganz bestimmte Qualität gemeint. Und das sind eben die Menschen, die vielen Menschen, die anfangen, sich bewusst zu werden, ich bin ein geistig-schöpferisches Wesen und indem ich geistig-schöpferisch bin, egal, ob ich etwas Kleines, ob ich etwas Großes mache, ob ich dieses Schöpferische mache im künstlerischen Bereich, ob ich es mache im technischen Bereich, ob ich es mache, und das ist das Wichtigste, im zwischenmenschlichen Bereich, in der Begegnung zwischen den Menschen, dann trage ich etwas dazu bei,
dass diese Schar der 144.000 auch der Anzahl nach immer größer wird und umso mächtiger jetzt aber im ganz positiven Sinne, im weltschöpferischen Sinne, wird die neue Welt, die wir dann als eine gute achte Sphäre schaffen. Wenn man es jetzt so will, also in der Sprechweise, wie wir sie heute verwenden, jetzt im Vortrag. Also es gibt eben wirklich diese 3 achten Sphären sozusagen. Die soratische Sphäre, die ist der Untergang des Menschseins, das wir kennen, des Menschseins, wo die Freiheit damit verbunden ist. Es gibt die 8. Sphäre der guten Elohim, die in gewisser Weise auf gleicher Stufe stehen wie die soratischen Wesenheiten, aber halt zu den christlichen Scharen jetzt zählen. Diese 8. Sphäre lebt auch jetzt in unserer Welt, genauso wie die negative 8. Sphäre lebt hier, auch wenn wir sie halt vielleicht nicht wahrnehmen, aber das heißt nicht, dass sie nicht da ist. Und es gibt unsere 8. Sphäre, die in der Zukunft auf uns wartet, die wir bauen. Sollen im Sinne eines Angebots, das uns ermöglicht wird. Wo wir also wirklich im kosmischen Sinn weltschöpferisch werden können. Und dazu brauchen wir aber eben diese Begegnungen mit den ganzen Widersacherkräften. Und da eben jetzt zurück zur Apokalypse. Ich erinnere euch an die Szene, das Weib bekleidet mit der Sonne, der Mond zu ihren Füßen und über ihr das Haupt mit der Krone der 12 Sterne gekrönt. Also die 12 Sterne. Also das heißt, der ganze Tierkreis, wenn man so will, also letztlich ein Bild für den ganzen Kosmos da draußen, für die ganze Sternenwelt, für die ganze astrale Welt, wenn man so will. Die Sterne sind ja so was Eigenartiges. Ich meine, dort leuchtet die Weltenastralität herein im Grunde. Aus dem, was noch dahinter liegt, wenn man es jetzt aus geistiger Perspektive betrachtet. Aber dieses Licht, das ausgeht von den Sternen, das geistige Licht, das ausgeht von ihnen, das ist eigentlich das Astrale, das Astralische der Welt. Das ist die Weltenastralität in Wahrheit. Da kommt etwas aus dem Überräumlichen, Überzeitlichen, eben diese geistige Schöpferkraft, über die wir in unserem Ich auch verfügen, und die strahlt überall hinein in unseren äußeren Kosmos, wenn man so will, über die Sternenwelten. Dort strahlt sie aus, dann in Form des Lichtes. Im Licht ist aber schon was Luziferisches drinnen, also im äußeren Licht, im sinnlich fassbaren Licht, aber es strömt sehr wohl auch die wirkliche, die weisheitsvolle Weltenastralität mit. Und ganz besonders ist es bei unserer Sonne der Fall. Also für uns halt ist es besonders bedeutsam. Für andere Sternenwelten sind halt andere Sterne noch bedeutsamer. Aber insgesamt sind alle Sterne wichtig für uns und dort kommt es herein. Und der Mond unter ihren Füßen, also dieses Bild steht ja einerseits dafür für die künftige Trennung der Sonne von der Erde wieder, von der Erde, die aber mit dem Mond sich vereinigen wird. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Also diese Vereinigung der Erde mit dem Mond wird ja nicht einmal in so ferner Zukunft passieren, wobei man sich aber das nicht so äußerlich vorstellen darf. Es geht zunächst einmal vor allem darum, dass sich Mondenkräfte, die ausgelagert wurden, damit die Erdentwicklung überhaupt sich so vollziehen kann, dass der Mensch hier sich entfalten kann, sonst würde er viel zu verhärtet worden sein. Dazu mussten die Mondenkräfte ausgeschieden werden, aber sie vereinigen sich wieder mit der Erde. Und das heißt, dass da ein
ein Erstarrungsprozess hineinkommt, ein Ersterbensprozess. Das hat schon begonnen. Das hat schon begonnen. Äußerlich gesehen bewegt sich der Mond als physischer Körper noch von Jahr zu Jahr ein bisschen weg von der Erde. Geistig gesehen verbinden sich bereits jetzt die Mondenkräfte immer mehr mit der Erdensphäre. Und das wird weiter vorangehen. Und dieses Weib mit der Sonne bekleidet, ja, ist ein Bild für das reine Seelische des Menschen, der ganzen Menschheit in Wahrheit. Für das Seelische, in dem eben auch die Christus-Ich-Kraft geboren werden kann. Diese christliche Ich-Kraft, diese durchchristete Ich-Kraft, das heißt das freie Ich, das sich seiner Freiheit bewusst ist und das sich bewusst ist, dass in ihm immer die Christuskraft lebt und zu seiner Verfügung steht. Und wie heißt es dann im 12. Kapitel der Apokalypse? Und sie war schwanger und schrie in den Wehen und Schmerzen des Gebärens. Das ist auch ein interessantes Bild, weil diese Geburt dieser freien Christus-Ich-Kraft, Ich-Christus-Kraft, wie immer man sie nennen will, ja, die ist auch mit Geburtsschmerzen immer wieder verbunden. Also dort, wo wir einen Schritt weiterkommen wollen, wo wir einen neuen Impuls in die Welt, einen schöpferischen bringen, dann ist das eine Art Geburtsvorgang. Und die Zukunft wird, und das hoffentlich in großem Maße, davon bestimmt sein, dass viele Menschen solche geistigen Geburten hervorbringen. Und es wird tatsächlich auch so sein, je mehr Geistesgeburten stattfinden, desto eher wird die Menschheit so weit sein, dass sie einer irdischen Verkörperung nicht mehr bedarf. Das heißt, es wird auch letztlich dazu führen, dass mit der Zeit immer weniger Menschen sich auf Erden inkarnieren werden. Das geht auch Hand in Hand. Das heißt, es werden, je schneller wir uns entwickeln, desto schneller werden auch unsere Inkarnationen zwar auf Erden folgen, aber es werden auch immer schneller Menschen sein, die sich nicht mehr inkarnieren müssen, für ihre eigene Entwicklung zumindest. Und wie viele davon trotzdem freiwillig sich wieder inkarnieren auf Erden, um den sozusagen Zurückgebliebenen hier zu helfen, die also noch nicht sich lösen können vom physischen Dasein, jedenfalls nicht dauerhaft, sondern noch immer wieder herunter müssen. Ja, es wird halt sehr davon abhängen, wie viele es schaffen, hinüberzugehen. Je weniger zurückbleiben, desto weniger müssen sich auch freiwillig inkarnieren, um ihnen zu helfen. Müssen, meine ich jetzt im Sinne von es aus eigenem freien Willen wollen, weil sie die nicht zurücklassen wollen, weil sie die nicht also opfern wollen den soratischen Wesenheiten letztlich. Das schwingt schon alles da bei dem Bild, also im 12. Kapitel der Apokalypse mit, also mit dem Weib mit der Sonne begleitet. Und dieses Weib wird ja jetzt verfolgt vom großen, zunächst einmal großteils luziferischen Drachen, aber schon auch mit arimanischen Anteilen, der aber dann von Michael hinuntergestürzt wird auf die Erde. Also dieses Bild ist zunächst also ein geistiges Bild, es ist also eine Vorschau auf das, was passieren kann und was wir als geistige Kraft in uns entwickeln müssen, damit es überhaupt zustande kommt. Also damit eben zum Beispiel die regelrechte Vereinigung der Erde mit der Sonne stattfinden kann. Es könnte nämlich auch anders passieren. Also zumindest mit einem Teil der Erde.
ist auch interessant, also, obwohl ich jetzt nicht zu viel darauf geben würde, aber es fällt mir jetzt als Beispiel ein, die Astrophysiker rätseln ja darum heran oder haben Modelle entwickelt, also wie wird denn das mit der Entwicklung der Sonne weitergehen? Die Sonne wird anwachsen im Laufe ihrer Entwicklung, sie wird also mächtiger werden, sie wird größer werden und wird die Erde geschluckt dadurch, wird sie nicht geschluckt? Also mit ziemlicher Sicherheit glaubt man sagen zu können, dass die inneren Planeten Merkur und Venus geschluckt werden, die Erde möglicherweise nicht, aber sie wird natürlich dann in einem Zustand versetzt werden, der so heiß ist, dass ein äußeres Leben in unserem Sinne nicht mehr möglich ist. Und was dann zurückbleibt, ist also im Grunde eine tote Schlacke, eine im wahrsten Sinne des Wortes verkohlte Schlacke, die zurückbleibt. Naja, das ist aber dann genau nicht die Sphäre, wo die 144.000 mitgehen. Das ist dann das äußere Bild schon während unserer Erdentwicklung noch für die sich absondernde soratische achte Sphäre. Dann bleibt etwas als Schlacke zurück. Und wenn die Entwicklung im guten Sinne vorangeht, dann, ja, wenn man so will, dann wird die Sonne so groß, dass sie auch die heutige Erde wirklich schluckt. Und schluckt heißt, sich vereinigt mit ihr, bis zum letzten Rest. Wenn das bis zum letzten Rest passieren würde, dann hätten die soratischen Wesenheiten ausgespielt, dann wären alle Menschen bereits zu diesem Zeitpunkt sicher vor diesen soratischen Wesenheiten. Oder zumindest wesentlich sicher, im Wesentlichen sicher, weil natürlich während der nächsten kosmischen Entwicklungsstufe wird es auch noch massive Angriffe der soratischen Wesenheiten geben. Nur sie hätten es wahnsinnig schwer, wenn ihnen nicht ein einziger Mensch jetzt während der Erdentwicklung in ihr Reich folgt. Und kosmisch, wirklich im äußeren Sinn im Kosmos, spiegelt sich das wieder dadurch, wird die Erde geschluckt von der Sonne, völlig restlos, oder bleibt eine Schlacke zurück. Das ist das äußere Bild dazu. Also ich versuche euch jetzt ein äußeres Bild auch zu dem zu geben, was wir jetzt auch vielfach eben von der geistigen Seite betrachtet haben. Aber es hat auch ein äußeres Bild. Und da können jetzt natürlich die Astrophysiker herumrechnen, was sie wollen. Ich meine, sie geben ja auch zu, dass man es nicht wirklich genau sagen kann. Und zwar grundsätzlich nicht, weil sich tatsächlich auch wie sich das Planetensystem nämlich verändert im Zuge der Entwicklung, nur sehr bedingt vorausberechnen können. Wir können es über ein paar Jahrmillionen vielleicht halbwegs genau vorher berechnen oder für etliche Jahrzehntausende besonders präzise vorausberechnen. Da wird es wahrscheinlich keine gröberen Unterschiede geben, außer es ist irgendein massiver Einschlag in das Ganze, mit dem man auch rechnen kann, wenn ein entsprechender geistiger Impuls da ist. Aber über weitere Perspektive können sie nichts sagen. Und wobei jetzt bitte nehmt diese Millionen oder gar Milliarden Jahre oder von denen in der Astrophysik gesprochen wird, es sind Hausnummern. Sie sind sicher im wissenschaftlichen Sinn gerechtfertigt in gewisser Weise und sie sind eine Vergleichsmaßzahl, die man von mir aus gebrauchen kann. Aber man muss denken, der Zeitlauf, der wirkliche Zeitlauf, wird sich ganz stark verändern in der Zukunft auch. Also das heißt, die Maßstäbe, die wir jetzt anwenden, wenn wir die dann für eine spätere Zeit auf eine spätere Zeit projizieren, taugen sie einfach nichts mehr. Sie taugen nichts mehr. Die Zeit ist in Wahrheit nicht dieser
gleichmäßig fließende Strom, der womöglich noch, wenn man es im Newtonschen Sinn denkt, aus der Unendlichkeit kommt und in die Unendlichkeit geht, also niemals entstanden ist, niemals aufhört, das ist ja ein völliges Unding. Die Zeit ist ein Zeitwesen in Wahrheit und dieses Zeitwesen verändert sich, sein Entwicklungstempo ändert sich. Zeitwesen hängen sehr stark im Übrigen ja mit den Archai zusammen, also mit den sogenannten Urengeln. Die Urengel stehen auf derselben Stufe wie die sogenannten Asuras. Nicht, dass jetzt nicht höhere Wesenheiten auch noch einen Einfluss darauf hätten, aber die sind die Ausführenden, die sind die dazu da sind, zum Beispiel um die Kulturepochen zu leiten. Aber das ist noch das Kleinste, was sie haben. Im größeren Sinn leiten sie die ganzen Rhythmen, die Umlaufzeiten und so weiter in unserem Sonnensystem drinnen. Und das sind die Maßstäbe, das sind die Zeitmaßstäbe. Und wenn sich das ändert, wenn sich da jetzt irgendwas beschleunigt, ja, man würde es gar nicht merken, wenn sich alles gleichmäßig beschleunigt. Das ist, wenn eine Uhr plötzlich schneller geht und alles mit schneller geht, wir merken es gar nicht. Wir würden es gar nicht merken. Das ist ganz interessant. Wenn man es jetzt nur so äußerlich, am äußerlichen Maßstab genommen, merkt man es gar nicht. Man merkt es ja nur im Vergleich dazu, dass etwas anderes jetzt plötzlich hinten nachhinkt. Aber wenn alles sich gleichmäßig schneller bewegt, würde man es gar nicht merken. Und die Zeit macht das aber. Die Zeit verändert sich ganz gewaltig. Also dort, wo in der Naturwissenschaft heute von Jahrmilliarden gesprochen wird, das kann aus der geistigen Perspektive her gesehen sehr, sehr viel schneller sein. Und wobei eben abgesehen der Jahresbegriff, den wir heute haben, dann auch nur mehr sehr bedingt gilt, aber jedenfalls nicht in dem Zeitmaß, wie wir es heute haben. Das ist ganz wichtig. Also auch das wäre interessant, eben die Zeit als Lebewesen kennenzulernen, selbst als geistiges Lebewesen sozusagen, als lebendig im Sinne von sehr, sehr veränderlich. Und wir haben einen großen Einfluss darauf, denn wir sind es, die das Entwicklungstempo der Erde bestimmen, durch unsere geistige Entwicklung. Und die höheren geistigen Wesenheiten ziehen mit. Sie geben uns ihre Impulse, eben namentlich die Urengel, die Archai und ihr Widerpart, die Asuras oder so, schon in der Genesis, in der Bibel ist von beiden die Rede in Wahrheit, sie werden halt anders genannt, aber in der Schöpfungsgeschichte am Anfang ist immer die Rede davon, eben bei jedem Schöpfungstag, und es war Tag und es war Nacht. Yom und Laila. Und Yom und Laila heißt nicht einfach Tag und Nacht, wie wir es verstehen, sondern es sind bestimmte Wesenheiten von der Stufe der Archai. Nichts anderes. Sie sind die Diener, die helfenden Organe der Elohim, die schaffend tätig sind. Und das heißt, es sind Zeitwesen. Jeder Tag ist ein Zeitwesen. Jeder Schöpfungstag ist ein Zeitwesen, in dem und durch das diese ganze Schöpfung passiert. Und das setzt sich in der Zukunft fort und es wird also, wenn man es jetzt mit unserem heutigen Zeitenlauf vergleicht, es wird eine immense Beschleunigung stattfinden, sofern wir als Menschen uns entsprechend entwickeln. Denn dieses Entwicklungstempo liegt jetzt vornehmlich in unserer Hand. Es ist nicht so, dass die Archaier uns zu irgendeiner Entwicklung zwingen können. Sie können uns nur gute Bedingungen schaffen. Aber daher ist zum Beispiel das, was wir jetzt kennen als Dauer einer Kulturepoche, die etwa 2160 Jahre dauert, und dann kommt die nächste Kulturepoche. Ja, das wird in etwa tragen
bis zur 7. Kulturepoche. Bis dahin wird ein größerer Teil hoffentlich der Menschheit nicht mehr die Notwendigkeit haben, sich zu inkarnieren auf Erden. Es wird bis dahin schon das Entwicklungstempo ansteigen, aber man wird noch sagen können, dass die Kulturepochen etwa diese Länge von 2160 Jahren haben. Aber was dann folgt an Entwicklung, an geistiger Entwicklung der Menschheit, eben für die Menschen, die sich nicht mehr verkörpern müssen, die sind dann in einem ganz anderen Zeitlauf drinnen. Und wir machen es möglich, durch die Entwicklung, die wir jetzt anstreben oder versäumen anzustreben. Je nachdem wird sich das ändern und je nachdem wird sich auch die Entwicklung unseres Sonnensystems ändern. Und es ist eben tatsächlich so, dass der Traum der Physiker, man könnte das jetzt alles vorherberechnen, sich auflösen wird irgendwann. Wir werden sehen, dass das nicht so ist. Und es kann sehr überraschende Entwicklungen auch geben. Und auch die Entwicklung unseres Planetensystems kann noch ganz anders laufen, als es vielleicht standardmäßig erwartet würde. Ja, also wir sprachen von dem Weib mit der Sonne begleitet, also dieses reine Seelische, das ewig Weibliche könnte man sagen, im Sinne von Goethe, wenn er zum Schluss im Chorus Mysticus, dann endet der Teil 2 von Faust, endet ja mit dem, das ewig Weibliche zieht uns hinan, das ist genau das. Und das Gegenbild, was ist das Gegenbild dazu? Die Hure Babylon. Das ist das absolute Gegenbild dazu. Das ist jenes seelische, astralische, das sich ganz in den Dienst der Widersacher und zuletzt der Herr der soratischen Kräfte gestellt hat. Und dem aber dann alles genommen wird, was unsere lichte Entwicklung ausmacht, in Wahrheit. Und die Begegnung ist aber eben erstens einmal die erste, die hier im 12. Kapitel drinnen steht, und darum ist eben auch da so stufenweise das Ganze in der Apokalypse geschildert. Es ist die mit dem vorwiegend luziferischen Drachen. Es ist das Tier, der Drache hat die 7 Häupter und die 10 Hörner. Also das tritt ja interessanterweise immer wieder auf und das Tier ist immer wieder anders geschildert. Also es ist ein Grundprinzip, das sich durchzieht, aber was dahinter an Wesenheiten steckt, die das bewirken, sind immer wieder andere. Und dieser mehr luziferische, aber auch schon ein bisschen arimanische, also der Emil Bock sagt es sehr, sehr treffend in seiner Übersetzung drinnen. Also dieser Drache wird ihm gestürzt herunter und es entbrannte ein Streit in der Himmelswelt. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte inmitten seiner Engel. Aber seine Kraft versagte und so fand sich für seine Schar am Himmel keine Wirkungsstätte mehr. Er ward gestürzt, der große Drache, die Schlange vom Urbeginn, die zugleich diabolischer und satanischer Natur ist, der Verführer der ganzen Menschheit. Auf die Erde wurde er gestürzt und alle seine Engel mit ihm. Und so weiter. Und es ertönt dann auch eine Stimme aus dem Himmel und am Ende heißt es dann da drin, ich will gar nicht die ganze vorlesen, ist jetzt nicht notwendig, aber es heißt dann sehr zutreffend, zu euch ist der Widersacher herabgestiegen und er lodert im wütenden Zorn, denn er weiß, dass seine Zeit nur kurz bemessen ist. Wenn wir genügend tun. Also gerade der luziferische Drache, der hat noch die wenigste Macht über uns. Wenn wir anfangen, wirklich unser Ich zu ergreifen und aus dem heraus unsere Seele
selbst zu bilden, nachdem sie uns Luzifer vorgebildet hat. Vorgebildet. Teilweise oder auch natürlich sehr verbildet. Aber das ist ein Ergebnis erst der späteren Zeiten in Wahrheit. Im Ursprung hat er sehr Weisheitsvoll das gebildet, aber es ist halt die Weisheit der Vergangenheit. Es ist die Weisheit des alten Mondes, die da drinnen lebt. Und das Problem war am Anfang der Menschheitsentwicklung noch gar nicht groß. Aus diesen Kräften ist zunächst einmal die Seele des Menschen gebildet, nur es muss weitergehen, es muss in die Zukunft gehen und diese Weisheitskräfte der Vergangenheit tragen nicht in die Zukunft, sondern die Zukunft lebt von dem, was schöpferisch neu durch den Menschen hineinkommt. Und es ist ja sehr interessant, also die Details, die da geschildert werden. Also der Drache, die Schlange eigentlich, also es ist ein schlangenartiger Drache, liegt also irgendwo eng beisammen, aber es ist genauso, es ist die Paradiesesschlange, wenn man so will. Also der wird jetzt, diese Schlange oder der Drache wird auf die Erde gestürzt und fängt aber jetzt an, dort das Weib zu verfolgen, das den Sohn geboren hat. Ja, dieses Weib mit der Sonne bekleidet, ist ein Bild, ja, aber bevor das wirklich wird, die Erde mit der Sonne sich zu vereinigen, als Ziel des Ganzen, ja, muss ja mal der irdische Mensch geboren werden, der irdische Mensch, der diese Christus-Ich-Kraft in sich aufnimmt. Also das heißt, wir müssen alle eigentlich, die diesen Weg gehen wollen, dieses, ja, halt in menschlicher Form, in kleiner Form diesen Vorgang durchmachen, den der Christus durchgemacht hat, indem er sich auf Erden inkarniert hat und durch das Mysterium von Golgatha durchgegangen ist. Das ist unser Weg. Wenn wir in das lichte Reich, und zwar nicht ins luziferisch Lichte, sondern in das wirklich lichte Reich hineingehen wollen, nämlich in dieses lichte Reich, das wir durch unsere Geisteskraft erleuchten. Ist ja so schön in Goethes Märchen geschildert, da gibt es den Alten mit der Lampe. Goethes Märchen war ja der Ausgangspunkt, aus dem heraus der Rudolf Steiner die Mysteriendramen geschaffen hat. Beim ersten Drama merkt man das ganz deutlich. Er wollte eigentlich zunächst nichts anderes machen als Goethes Märchen, das als Erzählung gegeben ist, in dramatische Form umsetzen, als Bühnenspiel sozusagen umsetzen. Nur im sich beschäftigen damit ist halt dann ein Mysteriendrama daraus geworden. Und wenn man das Märchen kennt, sieht man sehr wohl die Zusammenhänge, aber es hat doch eine ganz eigene Gestalt bekommen und es sind ganz neue Aspekte eben auch hineingekommen. Und mit dem zweiten, dritten, vierten Drama, mit dem fünften, das angedacht war, aber halt nicht niedergeschrieben wurde, sind ganz neue Aspekte hineingekommen. Ja, aber kehren wir zurück zur Schlange, die auf die Erde gestürzt wurde, die jetzt dieses Weib verfolgt, das auf der Erde Zuflucht gesucht hat, Zuflucht suchen muss, weil nur kann das Ich als Erden-Ich geboren werden. Nur auf der Erde konnte das Christus-Ich zugleich ein Menschen-Ich sein. Also das heißt, das makrokosmische Ich zugleich als mikrokosmisches Ich leben. Beides zugleich sein. Was Unglaubliches. Aber dazu musste er die Erde betreten. Und dazu müssen wir auch in die Wüste sozusagen gehen. Wir müssen in die Wüste fliehen. Und
dann werden uns auch die geistigen Flügel aber gegeben, um uns auch wieder geistig erheben zu können. Also das steht alles da drinnen im 12. Kapitel der Apokalypse. Da wurden dem Weibe die 2 Flügel des großen Adlers gegeben. Und dieser Adler ist aber der wirklich nach oben führt. Das ist nicht der römische Adler, das ist nicht der Adler, von dem wir gehört haben in Dantes göttlicher Komödie, als ich diese Szene davor gelesen habe. Das sind die Flügel des Greif, wenn man so will, die in Dantes Schilderung vorkommen. Da schildert er ja, wie der Christus in Gestalt eines Greifs den Wagen zieht, den Triumphwagen der Kirche, wenn man so will, auf der die Beatrice, die reine Seele Beatrice hereingeführt wird. Die Beatrice entspricht hier im Grunde so in etwa diesem Weib mit der Sonne begleitet, zumindest in ihrem wesentlichen Aspekt. Sie steht dort auch für das ewig Weibliche. Das war halt also diese Art, wie Dante sie wahrgenommen hat, über den Umweg der Jugendfreundin, die halt verstorben war, und vermittelt durch deren Seele bekommt er dieses Bild dieser großen geistigen Beatrice im Grunde, die aber auch nichts anderes als dieses Bild darstellt. Und dann also dieses Weib bekommt aber also diese Flügel und sie wird von der Schlange verfolgt. Also zunächst einmal rettet sie sich fern vom Angesicht der Schlange, und die Schlange ließ aus ihrem Rachen hinter dem Weibe her einen Wasserstrom hervorfluten, um es zu vernichten. Da kam aber die Erde dem Weibe zu Hilfe, sie öffnete ihren Mund und trank den Wasserstrom in sich hinein, den der Drache aus seinem Munde hervorschoss. Ja, jetzt darf man natürlich nicht an ein äußeres Wasser denken, sondern es sind diese strömenden astralischen Kräfte, und es sind aber jetzt die luziferischen, aber auch schon arimanisch angenagten Kräfte. Die Erde öffnet sich, nimmt sie auf, damit dieses Weib, also diese reine Seele, nicht verdorben wird, aber die Erde nimmt es auf. Und da sind jetzt die Kräfte drinnen. Das heißt, auch ein Bild dafür, dass die astralische Erdensphäre halt in großem Stil jetzt tatsächlich negative Kräfte, diese Kräfte des Drachens aufnimmt in sich. Und das geht ein in das Seelische der ganzen Erdensphäre und namentlich in das Seelische der ganzen Menschheit geht es hinein. Und später, wenn dann die Rede davon ist, dass die Hure Babylon auf so vielen Wasserströmen sitzt, ja, diese Wasserströme sind das Seelische der vielen Völker, Stämme, weiß Gott was, die es gibt auf der Erde. Da drin lebt sie, dieses verdorbene Seelische dann. Das ist das genaue Gegenbild dazu. Und das ist alles da schon angedeutet drinnen. Schon im 12. Kapitel wird das alles vorbereitet. Und erst nachdem das ist, jetzt dann kommt dann die nächste Ebene heraus. Der Johannes schildert dann Anfang des 13. Kapitels: Als ich das sah, stand ich auf dem Ufersand des Meeres, und ich sah ein Tier aus dem Meere emporsteigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und trug auf den Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Häuptern standen Namen der Feindschaft gegen den Geist. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, aber es hatte Füße wie ein Bär und sein Maul war wie das eines Löwen. Das haben wir schon einmal gelesen, dieses Bild. Wieder dieses Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Vorher haben wir gerade gehört, der Drache, der da jetzt gestürzt wurde, hatte auch die 7 Häupter und die 10 Hörner. Da kommen sie wieder, aber in einer verwandelten und viel, viel stärker arimanisierten Gestalt. Also diese Schlange, der Drache, der gestürzte Drache,
hat seine astralischen Kräfte auf die Erde ausgegossen, hat sie nachgespien, sozusagen dem Weib, also versucht, diese reine Seele zu ertränken in seinen noch überwiegend luziferischen Kräften, aber die Erde schluckt das Ganze, die Erde nimmt das auf. Und aber was passiert dadurch, dass die Erde das aufnimmt, dass auch eben die Wasserströme, das Meer das letztlich aufnimmt? Jetzt kann aus dem Meer heraus ein anderes Tier steigen, das aber wieder 7 Häupter und 10 Hörner hat, das aber jetzt schon noch bösartiger ist. Das also von unten aufsteigt, wo jetzt also die arimanischen Kräfte im Vordergrund stehen. Das steigt jetzt herauf. Zunächst einmal noch aus dem Meer und dann wird eben aus dem festen Land, aus der Erde, werden halt dann die soratischen Kräfte herauskommen. Das zweite Tier, eben dieses Tier mit den 2 Hörnern, das dann eben diesen besonderen Namen kommt, der übersetzt halt Sorat heißt. Eigentlich eine Übersetzung der Zahl 6, 6, 6. Wobei wir immer dazu sagen müssen, wer ist es letztlich, wer sind diese ganzen Tiere? Wir sind es, wir als Menschheit, wenn wir uns diesen Kräften überlassen, wenn sie überhand nehmen. Also das heißt, der Drache ist eigentlich nicht der Luzifer selber, sondern er ist im Grunde das, was wir werden, wenn wir uns im Übermaß ihm überlassen. Und wenn wir uns den arimanischen Kräften überlassen, sind wir das nächste Tier, das da herauskommt jetzt aus dem Meer, das aus dem Meer emporsteigt. Und wenn es noch weiter geht, dann kommt eben dieses Tier mit den 2 Hörnern und das sind wieder wir. Davon haben wir schon gesprochen. Also es heißt ja über dieses Tier, hier spricht die Weisheit selbst. Wer Verstand besitzt, der suche den Sinn, den die Zahl des Tieres hat. Es ist die Zahl des Menschen und seine Zahl ist 666. Darüber haben wir ja gesprochen, also wenn man diese Zahl in hebräischen Buchstaben aufschreibt und wenn man das dann liest, dann kommt das Wort Sorat heraus. Und es ist zugleich dieses Sorat ein Bild für die Wesensglieder des Menschen. Für den physischen Leib das S, das R, also das O kommt als nächstes. Das sind die Lebenskräfte. Das ist also der Konsonant Waf, der vokalisiert ist. Dann kommt das R dazu, eben die astralischen Kräfte und zum Schluss das T, der Einschlag des Ichs, aber die Ich-Kraft. Aber das ist eben die Frage, wenn die Ich-Kraft einschlägt und dann in der Erde stecken bleibt, so wenn ungespitzt einschlägt in die Erde und stecken bleibt, dann ist halt auch nicht das Richtige. Also es sollte uns halt nicht so gehen, wie es der Dante mit dem Luzifer schildert, der also so eingeschlagen ist in die Erde, dass er gleich den ganzen Höllentrichter erzeugt hat, darinnen, also bis zum Erdmittelpunkt und auf der Gegenseite der Läuterungsberg dadurch aufgeworfen wurde. Aber mit unserem Ich sollte es halt nicht so passieren, dass wir so einschlagen, sondern es ist der geistige Einschlag, der die Erde verwandelt. Das ist drinnen. Also Sorat sind auch wir. In Wahrheit. Darum habe ich ja oft gesagt, ich will nicht einfach diese Widersachermächte Sorat nennen. Darum sage ich in letzter Zeit immer kurz die soratischen Wesenheiten. Aber das heißt, wir werden es. Wir werden das. Wir können werden ein
Wesen, ich habe jetzt gezögert ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie ich das nennen soll, ein Wesen, ein Gebilde, ein was auch immer, dass die Weisheit, die wirklich unendliche Weisheit des alten Mondes in Form der luziferischen Kräfte in sich hat, der die überragende Intelligenz der arimanischen Kräfte in sich hat, der die Kräfte der Asuras in sich trägt, die bis ins Physische hinein diese Intelligenz zu einem sicheren Instinkt machen können, also diese Weisheit und Intelligenz. Also Instinkte der Tiere zum Beispiel liegen ganz im Bau des physischen Körpers drinnen. Spielen sich ab in unserem Sinne völlig bewusstlos, konkreter gesprochen im Sinne des Tieftrance-Bewusstseins oder Todesbewusstseins, das auch die Mineralien haben. Bewusstsein ist da immer noch drinnen. Es ist sogar das Weiteste, aber es ist so dumpf, dass man eigentlich nichts davon weiß. Und solange es so dumpf ist, könnten wir auch nichts damit anfangen. Es ist das Gegenbild. Wir sollen uns einmal dazu entwickeln, am 7. planetarisch-kosmischen Entwicklungszustand, dass wir dieses tief unbewusste Bewusstsein, ich spreche jetzt ganz paradox, das unterbewussteste Bewusstsein, dass wir das zum wachesten und hellsten Bewusstsein gemacht haben. Und dann ist es am Ende der Vulkanentwicklung, am Ende der 7. kosmischen Stufe, wenn wir fertig sind, haben wir ein Bewusstsein für den gesamten Kosmos. Dann lebt in unserem Bewusstsein alles das, was nicht nur auf Erden passiert, nicht nur was in unserem Körper, den haben wir nicht mehr, aber was in unserem Kosmos, auf der Erde, in unserem Sonnensystem, in allen Sternen, die es da gibt, bis an die Grenze hinaus, wo uns jede kleinste Kleinigkeit bewusst ist. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Was wir heute als Bewusstsein haben, ist nichts, ist lächerlich dagegen. Unser Bewusstsein ist im allerersten Anfang begriffen. Und Bewusstseinsseele zu entwickeln, heißt, diese ersten Anfänge einmal zu machen. Aber dem steht eine riesige Entwicklung voraus. Und wir haben da sehr, sehr viel zu tun, weil heute, und darin haben die Gehirnforscher, die Neurowissenschaftler völlig recht, wenn sie sagen, ja eigentlich, bitteschön, das meiste, was da passiert, wo der Mensch eine Erkenntnistätigkeit hat und dass er überhaupt die Dinge so sehen kann und das alles ins richtige Lot bringt, also alles das, was eigentlich unbewusst abläuft bei uns und wird dann nur fertig, ich sehe Bäume, ich sehe Tiere, wunderbar, und wir haben ja keine Ahnung, wie das zustande kommt. Wir müssen ja dieses Bild überhaupt schaffen. Das ist nicht so einfach, dass da wie bei einer Kamera ein Bilderl reinkommt und wir hätten es. Ja, ein Bilderl kann schon reinkommen, aber wir werden nichts mitkriegen davon. Dass wir überhaupt so ein Bild aufbauen können, da ist eine gewaltige Weisheit notwendig, aber die spielt sich völlig unbewusst ab. Völlig unbewusst. Also als Bild gesprochen ist das, was wir an der Intelligenz, die in unserem physischen Leib, als lebendige Intelligenz in unserem Ätherleib, als Weisheit in unserem Astralleib wandelt, wenn wir das alles zusammennehmen und das vergleichen mit dem, was uns davon bewusst ist, dann ist es, ich weiß nicht, ein Billionstel oder noch viel weniger davon. Und es steht uns bevor, also diesen riesigen, uns noch im Tagesbewusstsein unbewussten Bereich ins Bewusstsein zu heben. Und das, vieles davon schon während der Erdentwicklung. Alles dann bis in den ganzen Kosmos hinaus, bis zum Ende der Vulkanentwicklung. Da haben wir eine Aufgabe, eine große. Ja, ich schaue auf die Uhr, ich bin brav. Ich bin vor allem brav, ich möchte den lieben Damen, die hauptsächlich aber auch Herren, die dabei beteiligt sind, die Vorträge zu transkribieren, schwieriges Wort. Die Tätigkeit ist noch schwieriger.
noch anstrengender, nämlich also das in Wort und Schrift umzusetzen, dass man es auch lesen kann, möchte ich nicht antun, dass wir immer so lange Vorträge haben. Das ist wahnsinnig mühsam. Danke, vielen, vielen Dank an euch allen, die ihr das macht. Es ist mir sehr, sehr wertvoll. Und das sollen alle wissen, die zuhören, dass das passiert im Hintergrund. Und das gibt dem Ganzen noch eine größere Dimension. Und ich überblicke selber manches, wenn da reinschaue, was da alles steht drinnen. Es ist schon interessant. Ja, genau. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Dabeisein und wir werden das nächste Mal fortsetzen. Es gehört das alles zu dem Punkt eigentlich, wo wir jetzt stehen, im Abgrund drinnen. Und ich möchte mir jetzt auch die nächsten Male noch ein bisschen diese Rückschau zu den Schilderungen der Tiere, der Widersacher und so, die vorher schon da waren. Wir haben es schon gelesen, aber das spielt jetzt dort im 17. Kapitel eine große Rolle, um das zu verstehen, das noch einmal und noch einmal durchzugehen, was da alles im Hintergrund sich abspielt. Also diese Bilder sind wirklich so wie immer, man muss eine Folie wegziehen, dann muss man sie aber die wiederholen, weil da waren doch Orientierungspunkte. Die brauche ich wieder, um das zu verstehen, was sich darunter enthüllt hat. Also wir müssen da mit verschiedensten Ebenen jonglieren lernen im Grunde. Das ist mal in die Tiefe hinuntertauchen, dann wieder mehr hinauffahren und so Dinge. Es ist also ein sehr lebendiges Tun, sagen wir mal so. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch bei allen, die im Livestream dabei waren. Ich werde mich jetzt im Livestream verabschieden. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Baba. So, Livestream ist beendet. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.